Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Fate Extra. Ich bin es, euer MC Muffix. Beim letzten Mal hatten wir ein sehr interessantes Gespräch mit der guten Saber. Zuallererst hat sie hier gesagt, dass sie sich gegen das Seraph-System stellen will und für uns bis zum Tode kämpfen will und sich selbst eben über ihre ursprüngliche Aufgabe hier stellt. Daraufhin, als wir uns hier zwischen dem Band zwischen hier Master und Servant, einem Band, was über dieses Master-Servant-Wesen eben gestiegen ist, bewusst geworden sind, hat uns das Server-System hier gleich mal hier eine seiner stärksten Formen hier entgegengestellt. Wir mussten gegen das Server höchstpersönlich kämpfen. War eigentlich kein so harter Kampf. Hört sich jetzt viel spektakulärer an, als es wirklich war. Und daraufhin hatten wir nochmal ein sehr interessantes Gespräch mit Nero, beziehungsweise eben Saber, die uns hier dann gesagt, ihre Geschichte erzählt hat, wie sie eben als römischer Kaiser hier zu der Macht gekommen ist, ein Leben ohne Liebe geführt hat und sich am Ende nur gewünscht hat, dass sie geliebt wird. Ein ziemlich trauriges Schicksal für eine doch sehr bekannte Person und ich bin immer wieder froh, dass wir Saber hier vertraut haben und diese als Servant genommen haben. Und ja, wie es hier schon unser Protagonist so im Laufe des Tages gesagt hat, es nähert sich so langsam sein Ende. Ein Cypher-Key fehlt uns noch und dann haben wir noch 4 Tage, bis endgültig hier die Zeit vorbei ist in der Mondzelle. Zu dritt sind wir nur noch, Leo, ich und natürlich dann die gute Rin. Und mit der lieben netten Rin unterhalten wir uns auch jetzt nochmal. When I arrive on the roof, I am surprised to see that Rin isn't in her usual spot. How is it going, Maxi? Why don't you come up here? A voice comes from overhead. It's Rin Tohsaka, looking at the sky from the top of the entry. Accepting her invitation, I go to the indicated spot where Rin plops down beside me. Wir sehen so gelangweilt aus, Mann. Sie sieht da irgendwie so, strahlt und schaut da irgendwie in die Ferne und Maxi schaut so. Oh. Come to think of it, I don't think I ever told you the reason I entered the Holy Grail War. From out of the blue, she starts into a fairly serious topic. Genauso wollten wir sie sogar fragen. Astana, you have no idea about life outside of the war. So let me tell you some of the basics. For the past 20 years, the world has been in stasis. Things have neither gotten better or worse. And I agree with Leo about one thing. Change ignites conflict. So maybe stasis isn't such a bad thing. That's what I thought at first. That I realized just how joyless life has become over the year for everyone. For most people, simple joy is something trivial that's easily overlooked or even dismissed. However, for Rin, the lack of joy or even simple happiness was enough to spur her into action. It seems that in reality, the world is being warped from some unknown purpose. Without change, there will be no change for things to improve no matter how much time passes. The only thing that can happen in such a world is that people stop living and merely exist. That is why I oppose the high race and everything they stand for. My goal was to overthrow those who have tracked progress for stability and give humanity a real future. I fought alongside others for many years, but our foe's power was too much to overcome. But the Holy Grail contains enough power to topple the mightiest of foes. That's why I'm here. After her last statement, she takes a deep breath. She turns and looks at me with an anxious, almost worried expression on her face. Don't get the wrong idea. I'm not asking you to use the Holy Grail to make my wish come true. After all, only winning a master has the right to make a wish, not a dropout like me. But I just wanted to know why I entered and how I felt. That I am basically a rash and imperious person who chooses chaos over complacency. That's all I wanted to say to you. Sorry about making you sit here and listen for so long. With that, she cuts off any further conversation and stares up to the fabricated sky. Right now, all I can do is gaze at her profile. But I wonder why so much of Rin's speech was in the past tense. I can see resignation cloud her expression as she continues to look up into the sky. She's entrusted to a great many secrets to me right now. Only the master who claims the Holy Grail and can leave the Seraph for Rin. The days before the final battle will be her. Don't look so down and don't underestimate me.
I've been probing the servers every day. Don't worry, I find a loophole. Now stop thinking about me and start focusing on Leo. Her sudden smile was enough to lighten my mood and make all of my angst go away. I doubt there's anything under the sun that would be a match for this girl. Of all the people I've known throughout all of this, she's definitely the most important to me. Änderst aber auch jedes Mal deine Meinung. Letztes Mal war es noch Saber, jetzt ist es sie. Ah Leute, sind aber alle super, Mann. Und das ist mir jetzt gerade erstmal so richtig bewusst geworden. Ich dachte, wenn wir hier das hier verlassen, dann ganz entspannt geht die Rin ebenfalls hier raus und ist ebenfalls gerettet, aber das ist leider nur Wunschdenken gewesen, so wie es aussieht. Sollten wir hier gewinnen, wird die gute Rin verschwinden. Das ist doch scheiße, Mann! Tiger, was hast du zu sagen, Mann? Ich hab dir so viel geholfen, dafür kannst du mir ein Schlupfloch hier zeigen. Maxi, care to listen... Oh, verzeih. Maxi, care to listen your favorite teacher's absolute final request? It's the last time, sure. I know I'm making you work really hard, but this is the final one. Honest. I have a feeling that somewhere in the arena is an object that grants wishes. If you go and get it for me, I promise I will leave you alone. Really, no more requests, ever. You can find it today, only on the arena's second floor. Could you please go get it for me now? Die letzte Aufgabe. Und wer ist denn da? Niemand anders als Leo B. Haraway. The young Haraway stands in the hallway. Hallway. A red-clad prince waiting to grant me an audience. It's Leo. It's okay. I don't bring Gavin with me. I have something I wish to speak to you about. Leo's words are disarming. It's true, Gavin, who's usually by his side, is nowhere to be seen. Jetzt ist unsere Chance, tötet ihn! When you fought my brother, I did not expect you to escape digital death. You bestowed him, though. And it is a credit to my brother that you have held out until the very end. Thank you for that. You have my gratitude. It's hard to tell if he's agitated about his brother's death since he's thanking me. Could any normal person be so calm in this situation? It gives me the creeps to listen. My brother was weak. That's why he was selfish and defensive. Why he said he believed me, he really just believed his childhood promise to his mother. But he must have been happier that way. If Leo's mother was the woman who Julius mentioned at the end and the one who wished Leo's well, then he must have been happy when he died, remembering that face, that voice. At least I think so. Anyway, you did well by my brother. I know he would want to thank you and... Hold your tongue, Leo. There's no need to converse with your enemy at this point. I told you not to manifest, Gavin. I apologize for his behavior. He holds no malicious, so please try to forgive him. Castigated by Leo, Gavin frowns and disappears. Not missing a beat, Leo continues. In any case, our battle commences in just 4 days. I'll look forward to the unparalleled battle ahead of us, Maxi. He speaks with sportsmanship, but I can tell he doesn't think about he will lose. I'm still curious about one thing. Why is Leo participating in the Holy Grail War? The reason I want the Holy Grail? For world peace, of course. The Holy Grail will be effective in strengthening the Haraway rule. Haraway's management system is what keeps the world stable. The real world, that is. Maybe some people feel a bit stifled by the system, but it's for the greater good of humanity. We want the world to understand that. I don't think Leo's lying. He truly believes he's performing a great service for humanity. He's self-righteous, but looking at his face, I am jealous of his self-confidence. It's better to forget doubts like he has. Leo, mach mich nicht immer so fertig. Leute, wir sind hier wieder da und auch
vielleicht, wenn man das jetzt nicht so gemerkt hat, ein kleiner Unterschied ist nämlich passiert. Nämlich, da ich unterbrochen worden bin, musste ich hier schon ein wenig, habe ich jetzt hier schon ein wenig vorgespielt. Wir werden deswegen das so machen, weil gleich wird was Lustiges kommen und ich habe danach ein wenig gelevelt, 2 Level sind wir nach oben geschossen. Wir werden hier die story-relevanten Events machen und dann werden wir meinen schönen anderen Save-Slot laden, in dem ich schon ein wenig gelevelt bin. Hier ist übrigens die nächste Arena, die ziemlich cool aussieht. Yeah, gods, the last floor has a beauty unlike any before. A sea that glitters gold under the tender touch of a brilliant sunset, a stage fit for crowning a king. The last area, this area, the final few yards in the long journey towards the Holy Grail. Whatever happens, this is the end. So why does this brilliant sun fill my heart with such unease? I haven't fought Leo once since finals began. It is still unclear how powerful his servant is. He's a knight of the round table, none of King Arthur's chosen, Gavin, the White Knight. I wonder if my abilities are a match for his. Jo gut Leute, und wie man sich ja schon hier mit dem schönen Monolog denken kann, werden wir hier in dieser schönen Szene den guten Gavin treffen. Wie gesagt, ich werde hier mich nicht umschauen in dem Dungeon, weil ich schon offscreen dann, wie gesagt, dann wenig gelevelt habe. Wir werden kurz das Story-relevant machen, dann werde ich hier meinen Save-Slot dann, den Save-Slot habe ich den Trigger gefunden und das Item für Tiger und eben dieses Event gemacht. So, und deswegen marschieren wir jetzt einfach gleich mal hier hoch und dann schauen wir mal, wer uns hier liebes, nettes, Freundliches mit einer wunderschönen Art begrüßt. Ready yourself. It seems our opponent has now entered the arena. Wieso können eigentlich immer alle bei den Ausgängen reinkommen und wir immer nur beim Eingang? Egal. I can sense that Leo has entered the arena as well. His aura isn't malevolent like Julius or suitable like Rani's. The pure, unclouded flow of his magic makes me think of the sun shining in a clear blue sky. They seem to be broadcasting their presence. Interesting. Shall we respond to them? Isn't it reckless to head into battle? Still, it will help to see Gavin in action. Ja, genau. Und deswegen sollten wir hier uns Strong Knight, I pray for the fate on my side. Deswegen sollten wir uns auch hier im besten Fall irgendwie verstecken, um sie ein wenig hier zu überraschen. Oh, Malevolent Garment. Was ist denn das? Niggas is all buffs. Ich wollte jetzt eigentlich Sword of Repentance machen, aber als ich diesen schönen Kampf gemacht habe, hat Sword of Repentance mal wieder einfach nicht geklappt. Was ich natürlich ziemlich geil fand wieder. So, deswegen nehmen wir das mal. So, schauen wir mal. Leo und Gavin, there he is. When we reach where our passageway empties into our open space, Leo appears at the other end. I exchange a quick glance with Saber before we jump out in front of Leo. To his credit, Leo doesn't react, other than smiling like he just ran into a friend. Hey Leo, na wie geht's so? Hello Maxi, and hello. I don't believe we've been introduced. Nice to meet you, Saber. I look forward to fighting you from the bottom of my heart. Huh. If you are so intrigued, then why wait until the elimination battle? Let us spare a little time. At Saber's word, Gavin released his sword. He somehow looks more hulking when he does so. That's right, knight. Draw your sword, for I am not colored enough to cut down an unemployed. Now then, let us play. I will have you show me the sharpness of that holy sword. Your speech knows no humility, contrary to your boastful words. Your sword will not reach my king. As long as my lord lives, this holy sword cannot break. A holy sword. Gavin, one of the best known knights of the Round Table, holds the sister sword to Excalibur. Its name is... Galantine is its name. I have never seen a holy sword before. Even in the hands of an enemy, it gleams. This blade was not made to gleam for you. It shines only for my king! It is a tool to defeat the king's enemies, not a glittering piece of pomp, loot, and... So, that is the shape of chivalry it takes. Huh? How twisted. When I am drunk, I boast of myself, but you're dead drunk on servitude.
Do you not realize this? Enough of your words. You shall feel what it means for a sword to be guided by a righteous king. Oh. Okay, Gavin. So, Matrix Level 2. Okay, Level 1. Ich dachte, wir haben jetzt was wieder erfahren. Okay, dieser Kampf ist nämlich sehr lustig und wir machen das eigentlich, wie man das in jedem Kampf machen sollte. Na, komm, so viel hauen wir jetzt nicht raus. Was habe ich denn hier? So, erstmal den. Dann den. Dann machen wir Vanish Erz. Dann machen wir den. Dann machen wir den. Dann machen wir den. Dann machen wir hier mal Whale of Paddles. Na, warte, ich muss hier Whale of Paddles machen. So, Whale of Paddles. Dann machen wir hier Defend. So, schauen wir mal. Aua, sehr gut. The Wild Aegis. Ja, Leute, der Kampf nämlich gegen Gavin ist lustig und ihr seht auch gerade wieso. Genau deswegen. War eine sehr gut, ist nämlich, der Kampf als lustiger an dem Kampf ist nämlich, dass er im Endeffekt unbesiegbar ist. Ihr seht, no, 0 Schaden. Siege Purchase. So. Zack. Der muss doch nicht seine Defense boosten, Mann. Wir machen ihm doch eh nur Schaden. So. Okay, ja, genau, man, so ist das geil, Mann. Whale of Paddles. Break. Whale of Paddles. Ja, komm, das überleben. Hoffe ich jetzt einfach mal. Warte, aber ich setze hier wieder meinen lustigen Move an, Vanish Erz, Mann. Weil der ist ziemlich praktisch. Zack, Break. Okay. Ja, wir können ihn nicht besiegen. Ihr seht es, Mann. Er ist unbesiegbar, Mann. Das ist schon ein sehr guter Fight, Mann. Ich bin schon sehr froh darauf, auf die letzte Runde. Oh nein. Nein. Das ist ein Instant-Hot. Okay, scheiße. Oh. Halleluja. Jetzt kommt Whale of Paddles. Bitte, liebes Spiel. Ah, zum Glück. Okay, jetzt setze ich nur noch meinen Special Move ein, Mann. Jetzt kannst du mich mal. Okay, Recover erstmal. Ganz dringend. Dann Skill. Wieso setze ich jetzt nicht immer ein, Mann? Ich bin so dumm. Try Setting Sun, meine Freunde. So, Whale of Paddles, Mann. So, scheiß drauf, Mann. Ich will einfach nur die Runde irgendwie vorbeibekommen. So, wir können ja eh dann nach unseren schönen Saves dran. Beim ersten Mal habe ich es relativ gut geschafft, aber da hat er nicht einmal einen Special Move gemacht. Jetzt mache ich erstmal Free Setting Sun. Der Move sieht so cool aus. Und dann komm, batsch mich weg, Mann. Das ist mir doch scheißegal, Mann. Ich hau jetzt nur noch meine Whale of Paddles auf dich, Mann. Eine Attacke überleben wir. Und so schaffen wir das, Mann. Okay, unser nächster Feind, Leo und sein königlicher Ritter Gavin. Nicht nur, dass Leo hier in Wahrheit scheinbar ein echter König ist und hier sein echter Ritter ist, sondern hat er noch einen Servant, der unbesiegbar ist, den man nicht besiegen kann. Den all unsere Attacken nicht stören. Auf den ich so viel draufhauen kann, wie ich will und es stört ihn nicht. Gavin, it seems time is up. As your command. I have the Serap's intervention to thank for my life, I believe. There is not a single scratch on Gavin's silver armor, but Saber struggling for breath. Today was fun, Maxi. I look forward to engaging you in combat again. Ich hasse dich so abgrundtief mit deiner scheiße Art, Mann. With a smile, Leo disappears off into the arena. What? What is the meaning of this? Never mind that sword. How is he able to avoid taking damage? Truly, he's a knight imbued with the power of Helios. That was no falsehood. It was too much. I, a Saber, have overcome a lot of powerful enemies, but it's beyond us to make even a scratch to Gavin's armor. Just 4 days remain before the elimination battle. I wonder if we can really close the gap in ability before then. There must be something we can do. If we don't find a solution, I won't be able to reach the Holy Grail. Matrix Level 2. Und immerhin haben wir mal hier das Matrix Level nach oben gehauen. Okay, jetzt, wie versprochen, werden wir jetzt ganz entspannt landen. Dieses Identität Geist, das müssen wir uns aufheben, weil der bufft sich auf. Das hat auch Rani ganz oft gemacht. Ihr seht, so gut eine Stunde habe ich gelevelt. Ich habe extra 2 Save-Slots gelegt, bevor, dass ich nicht aus Versehen einen lösche. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier nur den Tag abgeschlossen, hier alle Items gesammelt und das Item von Tiger hier geholt. Also nichts Spannendes haben wir verpasst. Aber Spannendes haben wir gesehen, nämlich, dass es wirklich einen ziemlich großen Klassenunterschied hier gibt zwischen uns und hier Mr. Leo Harry.
Gavin is so strong. The power he meet me with in arena surpassed my expectations. Saber's attacks didn't even put a scratch in his armor. Praetor, you should not keep your thoughts to yourself. Endlessly mutating is futile. Instead of you should speak to me. It is so boring to be left alone. And as it is for me to say, have not all your opponents up to be even greater than you? Yet, with tenacious persistence, you were able to overcome them. Why should you cover now? You are not alone. I am your companion, as is Rin. You can overcome any blows, as I will suffer these blows with you. That's right. Not a single fight has been easy. I just need to do the same thing one more time. Just once more. I shouldn't worry because I have Rin as my ally. Und Saber. So, übrigens eine Sache muss ich revidieren. Ich habe den Trigger nicht geholt, weil man konnte nicht weiter, weil da, wo wir ihn bekämpft haben, den guten Leo, und dahinter, schätze ich mal, ist irgendwo der Trigger. Und immer wenn man da hochgekommen ist, hat man gesagt, wir können jetzt nicht gegen Leo kämpfen, weil er uns sonst vernichten wird. So, nehmen wir mit. ことここに至って無駄口は叩くまい。残された2名のマスターとして前例を尽くすがよい。世もそれに応える。いかに強大であろうと、あやつらの王道と騎士道共に叩き伏せるのみだ。Okay, Saber. Danke für diese aufmunternden Worte. Du hast zwar schon schönere gebracht, aber das war schon ganz okay. So, speichern wir. Ja, und dann marschieren wir mal weiter in der Hoffnung, dass wir vielleicht es doch irgendwie schaffen, mit Rins Hilfe Leo immer in einen Kratzer zu bringen. Also, wie gesagt, den Trigger haben wir noch nicht geholt. Da habe ich mich leider verplappert. Aber wir könnten mal mit der guten Tiger reden, weil eben sollten wir haben. So, did you find it? The object that grants wishes? Zum allerletzten Mal hier dein scheiß Teacher-Emblem. Jetzt lass mich in Ruhe. This isn't it. Was? Ich hasse dich. Please, you have to get it for me. Come on, you try again, won't you? If I must. Thank you, you have my gratitude. The object that grants wishes has to be on the arena's second floor. It just has to. The arena's probably over the sea right now. So everything should be good. After 2 days' time, I won't be able to see you again. So please, get what I ask before then. Nach 2 Tagen wird uns nicht mehr sehen. Das heißt, auch die gute Tiger wird verschwinden, ne? Wenn der Kampf um den Heiligen Gral hier sein Ende findet. Und auch die gute Sakura. I've already given you the last healing supplies I could provide to you. Do your best, all the way till the end. Ja, ich wollte noch ein paar aufmunternde Worte in Taschentuch vielleicht haben hier. Okay. 2 Tage haben wir Zeit. Ich hasse dich, Tiger. Bei denen haben wir uns auch schon verabschiedet. Was ich eigentlich eine ziemlich schöne Szene auch noch fand. Und jetzt schauen wir mal. 6 Punkte bringt nichts. So, verzeiht. Ja. 1, 2, 3. Ach komm, so, das passt schon so. Das passt so. So. Ich muss ja hier meine Angriffswert ist das Wichtigste. So. Okay, komm, wir haben jetzt A+-Rang. Wir haben eh schon alle Skills gelernt, also wir sind gut. Stimmt's? The finals are almost up, Mars. Good timing. As I've almost found what I'm looking for. Let's see who finished first. You or me. Hopefully things will work out for both of us. Genau so ist es. Ich bin eigentlich sehr gespannt, was die hier suchen, Mann. Ich denke mal, das wird vielleicht noch eine Rolle spielen. Nun gut, aber jetzt müssen wir erstmal zur wichtigsten Person, mit Saber wohlgemerkt. Und zwar der kurzen reden. Wer kann uns sonst helfen, außer sie? Es sind nicht mehr so viele Menschen übrig. So, face off against Gavin. I tell Rin about my encounter with Gavin, who I fought against the previous day. His name which bears no shame, the blade that shines like the sun, his apparent invisibility. They obviously have nothing but contentment for you if it is they simply told you Gavin's identity. They're probably counting on the divine protection of the morning sun that Gavin supposedly has. As long as the sun shines, Gavin might be the mightiest legendary soul, even greater than Arthur. The power of legend. Gavin exploits are described in detail in the Knights of the Round Table mythos. It's said that he was a hero who was blessed with the greatest power by the sun. Now that I think about it, his abilities seem to be taken straight from the legend.
But every hero has a weakness, and given is no exception. No matter how powerful his abilities, he cannot escape the shackles of his legacy, and according to legend, overcoming his greatest strength will leave him vulnerable. The stories say Gavin died by the hand of Sir Lancelot, who waited until the sun set to strike what became a fatal blow. But in the Seraph, the arena, they are controlled by the system. I couldn't imagine the sun setting while inside there. If that's the case, all we have to do is block out the sun for a while. Even with my power, I'm not sure how long I'll be able to keep it up. While Rin's power as a magus is without question to use such an advanced technique. I wonder if there is something I can do to help. Right! As this is going to be a hurricane task, I need a place where I can concentrate. At first, I couldn't think of a place on a campus that a magus could work without border. Eigentlich überall, weil sind ja keine Menschen außer wir und Leo. Maybe the multimedia room that Julius was using before. Obwohl, das ist gar nicht so dumm, weil da sollte sie ja vielleicht sogar die Kämpfe beobachten können. But the secret to gaining access to it is probably died with its original occupant. For now, I'll poke around the multimedia room. Maybe I'll find a clue about how to get in. Okay, der Multimedia-Raum. Ja, wie gesagt, das war ja die Stelle, wo wir Rani und Rin beobachtet haben. Und schließlich dann hier mit ansehen mussten, wie die beiden sich gegenseitig bekämpfen. Ne? Bevor wir jetzt aber versuchen, da reinzugehen, ich weiß jetzt gar nicht, ob es hier oder ein Stock runter war. Schauen wir mal. Machen wir aber erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Mit Let's Play Fate Extra. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.